Bist du bereit, in 3 Schritten Deutsch zu lernen und dabei Spaß zu haben? Dann, los geht's. Warum haben manche Menschen immer Glück? Stell dir vor, du stehst in einer Supermarktschlange. Du hast die kürzeste gewählt, doch plötzlich gibt es Probleme. Der Kunde vor dir sucht ewig nach Kleingeld. Das Kartenlesegerät funktioniert nicht. Du blickst zur anderen Schlange, die du fast genommen hättest. Sie bewegt sich schnell vorwärts. Wieder einmal fühlst du dich vom Pech verfolgt. Aber dann gibt es diese Menschen, die scheinbar immer die richtige Wahl treffen. Sie finden mühelos eine freie Parklücke, gewinnen bei Gewinnspielen oder sind einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ist das wirklich Glück? Oder steckt mehr dahinter? Ist Glück nur Zufall? Viele denken, Glück sei reiner Zufall, ein unkontrollierbares Schicksal. Doch wissenschaftliche Studien zeigen ein anderes Bild. Menschen, die sich selbst als Glückspilze betrachten, haben oft bestimmte Verhaltensweisen gemeinsam. Sie sind offen für neue Erfahrungen, achten bewusst auf Chancen und haben eine optimistische Grundhaltung. Der Psychologe Richard Wiseman untersuchte über Jahre das Phänomen Glück. Seine Ergebnisse zeigen, Glück ist kein Zufall. Menschen, die als glücklich gelten, haben unbewusst Gewohnheiten entwickelt, die ihnen Vorteile bringen. Die Kraft der Wahrnehmung. Stell dir 2 Personen vor, die zu einer Party gehen. Die eine denkt, das wird bestimmt langweilig, ich kenne hier niemanden. Die andere sagt sich, vielleicht lerne ich spannende neue Leute kennen. Wer wird eher positive Erlebnisse haben? Natürlich die zweite Person, denn sie ist offen für Begegnungen, während die erste sich möglicherweise zurückzieht und dadurch weniger Chancen auf neue Kontakte hat. Glückliche Menschen sind nicht unrealistisch optimistisch, aber sie gehen mit einer positiven Erwartungshaltung durchs Leben. Sie erkennen Gelegenheiten, wo andere nur Routine sehen. Warum erinnern wir uns stärker an Pech? Zurück zur Supermarktschlange. War das wirklich Pech? Oder nur ein Ereignis, das du besonders stark wahrgenommen hast? Menschen neigen dazu, sich negative Erlebnisse besser zu merken als positive. Wenn du einmal die falsche Schlange wählst, bleibt es dir im Kopf. Doch wenn du einmal die schnellste erwischst, registrierst du es kaum. Unser Gehirn ist darauf programmiert, Gefahren und Probleme zu bemerken. Ein Überlebensmechanismus aus der Vergangenheit. Heute führt das dazu, dass wir unser Pech überschätzen und unser Glück unterschätzen. Psychologische Mechanismen hinter Glück. Neben Wahrnehmung spielen auch psychologische Prozesse eine Rolle. Die selbsterfüllende Prophezeiung ist ein bekanntes Phänomen. Menschen, die glauben, Glück zu haben, verhalten sich oft unbewusst so, dass sie tatsächlich mehr positive Situationen erleben. Sie suchen aktiv nach Chancen und ergreifen Gelegenheiten, an denen andere vorbeigehen. Ein weiteres Konzept ist die erlernte Hilflosigkeit. Wer oft Pech hatte, neigt dazu, sich diesem Schicksal zu ergeben und keine neuen Möglichkeiten mehr zu sehen. Diese Menschen erwarten Misserfolge und erleben sie dann auch häufiger, weil sie sich weniger engagieren. Auch der Optimismus-Bias spielt eine Rolle. Menschen mit einer positiven Grundeinstellung neigen dazu, ihre Zukunft heller zu sehen und Risiken einzugehen, was ihre Chancen auf Erfolg erhöht. Kann man Glück trainieren? Die gute Nachricht: Ja, man kann sein Glück steigern. Richard Wiseman stellte fest, dass Menschen, die sich als Pechvögel sehen, ihre Denkweise verändern können und dadurch mehr Glück erfahren. Hier sind 3 effektive Strategien. Sei offener für neue Erfahrungen. Glückliche Menschen probieren Neues aus, treten mit fremden Menschen in Kontakt und lassen sich auf spontane Situationen ein. Wer immer nur die gleiche Routine befolgt, wird nie ungeplante, aber positive Überraschungen erleben. Konzentriere dich auf positive Erlebnisse. Führe ein Glückstagebuch.
Schreibe jeden Tag 3 Dinge auf, die gut gelaufen sind. Das trainiert dein Gehirn darauf, positive Ereignisse bewusster wahrzunehmen und nicht nur das Negative zu registrieren. Vertraue deinem Bauchgefühl. Studien zeigen, dass Menschen, die ihrer Intuition vertrauen, oft bessere Entscheidungen treffen. Das bedeutet nicht unüberlegt zu handeln, aber wenn du ein gutes Gefühl bei einer Sache hast, könnte es ein Zeichen sein, dass dein Unterbewusstsein bereits Muster erkannt hat. Glück ist kein Zufall. Glück und Pech sind nicht nur eine Frage des Zufalls, sie hängen stark davon ab, wie wir die Welt wahrnehmen und wie wir auf sie reagieren. Menschen, die Glück haben, sind oft einfach aufmerksamer für Chancen, wagen öfter etwas Neues und erinnern sich stärker an ihre positiven Erlebnisse. Vielleicht liegt das wahre Geheimnis des Glücks also nicht darin, darauf zu warten, sondern darin, es zu erkennen, wenn es vor uns liegt. Das Pech. Er hatte Pech und verpasste den letzten Zug. Das Glück. Manchmal braucht man einfach ein bisschen Glück. Die Erfahrung. Durch viele Erfahrungen lernt man fürs Leben. Der Zufall. Es war nur ein Zufall, dass wir uns getroffen haben. Die Begegnung. Die Begegnung mit ihm war sehr interessant. Die Gelegenheit. Diese Reise ist eine tolle Gelegenheit, neue Leute kennenzulernen. Das Schicksal. Manche glauben, dass das Schicksal alles bestimmt. Die Überraschung. Seine plötzliche Rückkehr war eine große Überraschung. Optimistisch. Sie bleibt auch in schwierigen Zeiten optimistisch. Tatsächlich. Das ist tatsächlich eine interessante Frage. Vorwärts. Er bewegt sich immer vorwärts, egal was passiert. Überschätzen. Manche Menschen überschätzen ihre eigenen Fähigkeiten. Unterschätzen. Man sollte seine Gegner nicht unterschätzen. Bist du bereit, in 3 Schritten Deutsch zu lernen und dabei Spaß zu haben? Dann, los geht's. Warum haben manche Menschen immer Glück? Stell dir vor, du stehst in einer Supermarktschlange. Du hast die kürzeste gewählt, doch plötzlich gibt es Probleme. Der Kunde vor dir sucht ewig nach Kleingeld. Das Kartenlesegerät funktioniert nicht. Du blickst zur anderen Schlange, die du fast genommen hättest. Sie bewegt sich schnell vorwärts. Wieder einmal fühlst du dich vom Pech verfolgt. Aber dann gibt es diese Menschen, die scheinbar immer die richtige Wahl treffen. Sie finden mühelos eine freie Parklücke, gewinnen bei Gewinnspielen oder sind einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ist das wirklich Glück? Oder steckt mehr dahinter? Ist Glück nur Zufall? Viele denken, Glück sei reiner Zufall, ein unkontrollierbares Schicksal. Doch wissenschaftliche Studien zeigen ein anderes Bild. Menschen, die sich selbst als Glückspilze betrachten, haben oft bestimmte Verhaltensweisen gemeinsam. Sie sind offen für neue Erfahrungen, achten bewusst auf Chancen und haben eine optimistische Grundhaltung. Der Psychologe Richard Wiseman untersuchte über Jahre das Phänomen Glück. Seine Ergebnisse zeigen, Glück ist kein Zufall. Menschen, die als glücklich gelten, haben unbewusst Gewohnheiten entwickelt, die ihnen Vorteile bringen. Die Kraft der Wahrnehmung.
Stell dir zwei Personen vor, die zu einer Party gehen. Die eine denkt, das wird bestimmt langweilig, ich kenne hier niemanden. Die andere sagt sich, vielleicht lerne ich spannende neue Leute kennen. Wer wird eher positive Erlebnisse haben? Natürlich die zweite Person, denn sie ist offen für Begegnungen, während die erste sich möglicherweise zurückzieht und dadurch weniger Chancen auf neue Kontakte hat. Glückliche Menschen sind nicht unrealistisch optimistisch, aber sie gehen mit einer positiven Erwartungshaltung durchs Leben. Sie erkennen Gelegenheiten, wo andere nur Routine sehen. Warum erinnern wir uns stärker an Pech? Zurück zur Supermarktschlange. War das wirklich Pech? Oder nur ein Ereignis, das du besonders stark wahrgenommen hast? Menschen neigen dazu, sich negative Erlebnisse besser zu merken als positive. Wenn du einmal die falsche Schlange wählst, bleibt es dir im Kopf. Doch wenn du einmal die schnellste erwischst, registrierst du es kaum. Unser Gehirn ist darauf programmiert, Gefahren und Probleme zu bemerken. Ein Überlebensmechanismus aus der Vergangenheit. Heute führt das dazu, dass wir unser Pech überschätzen und unser Glück unterschätzen. Psychologische Mechanismen hinter Glück. Neben Wahrnehmung spielen auch psychologische Prozesse eine Rolle. Die selbsterfüllende Prophezeiung ist ein bekanntes Phänomen. Menschen, die glauben, Glück zu haben, verhalten sich oft unbewusst so, dass sie tatsächlich mehr positive Situationen erleben. Sie suchen aktiv nach Chancen und ergreifen Gelegenheiten, an denen andere vorbeigehen. Ein weiteres Konzept ist die erlernte Hilflosigkeit. Wer oft Pech hatte, neigt dazu, sich diesem Schicksal zu ergeben und keine neuen Möglichkeiten mehr zu sehen. Diese Menschen erwarten Misserfolge und erleben sie dann auch häufiger, weil sie sich weniger engagieren. Auch der Optimismus-Bias spielt eine Rolle. Menschen mit einer positiven Grundeinstellung neigen dazu, ihre Zukunft heller zu sehen und Risiken einzugehen, was ihre Chancen auf Erfolg erhöht. Kann man Glück trainieren? Die gute Nachricht: Ja, man kann sein Glück steigern. Richard Wiseman stellte fest, dass Menschen, die sich als Pechvögel sehen, ihre Denkweise verändern können und dadurch mehr Glück erfahren. Hier sind 3 effektive Strategien. Sei offener für neue Erfahrungen. Glückliche Menschen probieren Neues aus, treten mit fremden Menschen in Kontakt und lassen sich auf spontane Situationen ein. Wer immer nur die gleiche Routine befolgt, wird nie ungeplante, aber positive Überraschungen erleben. Konzentriere dich auf positive Erlebnisse. Führe ein Glückstagebuch. Schreibe jeden Tag 3 Dinge auf, die gut gelaufen sind. Das trainiert dein Gehirn darauf, positive Ereignisse bewusster wahrzunehmen und nicht nur das Negative zu registrieren. Vertraue deinem Bauchgefühl. Studien zeigen, dass Menschen, die ihrer Intuition vertrauen, oft bessere Entscheidungen treffen. Das bedeutet nicht unüberlegt zu handeln, aber wenn du ein gutes Gefühl bei einer Sache hast, könnte es ein Zeichen sein, dass dein Unterbewusstsein bereits Muster erkannt hat. Glück ist kein Zufall. Glück und Pech sind nicht nur eine Frage des Zufalls, sie hängen stark davon ab, wie wir die Welt wahrnehmen und wie wir auf sie reagieren. Menschen, die Glück haben, sind oft einfach aufmerksamer für Chancen, wagen öfter etwas Neues und erinnern sich stärker an ihre positiven Erlebnisse. Vielleicht liegt das wahre Geheimnis des Glücks also nicht darin, darauf zu warten, sondern darin, es zu erkennen, wenn es vor uns liegt.